Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Wir sind gerade hier bei den Löffelhunden, bei uns im Zoo Dortmund, bei dem Veto und seinen 3 Söhnen. Die sind letztes Jahr geboren, am 7. Juni 2022. Wir stellen jetzt vor eine kleine Futterbeschäftigungsaufgabe. Die bekommen gleich Schwarzkäferlarven von uns serviert, also so Phobos nennt man die auch. Die packen wir in diesen umgedrehten Besen rein und da müssen die Löffelhunde versuchen, die da rauszufummeln und sind eben ein bisschen beschäftigt, um sich ihr Futter zu erarbeiten. Na Jungs? Die sehen schon sehr motiviert aus. Also das hier sind jetzt die Schwarzkäferlarven oder auch Phobos genannt. Also Larven, die irgendwann mal Käfer werden. Die packe ich jetzt hier in den Besen rein. Die können sich hier verstecken, reinkriechen. Die Löffelhunde haben ja sowieso jetzt schon gesehen, dass hier was los ist, aber die können natürlich auch mit ihren riesen Ohren, können die ja in der Natur Termiten unter der Erde teilweise oder auch andere Kriechtiere, Insekten, Spinntiere und sowas ausfindig machen und dann eben ausgraben. Und das imitieren wir jetzt so ein bisschen mit dieser Beschäftigungsaufgabe, dass die also ihrem natürlichen Verhalten nachgehen müssen, Insekten sich zu erarbeiten. Wollt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack? Damit ihr auch seht, dass sich das lohnt, Jungs. So. Ich helfe mal hier so ein bisschen nach, weil bis die alle von alleine da reingekrochen sind, dauert das natürlich. So, wir machen erst einmal die erste Runde. Als Zootiere sind die Löffelhunde natürlich auch ein bisschen bequem. Die eigentliche Beschäftigung fängt ja jetzt erst an. Die haben natürlich jetzt erstmal die ganzen Phobos genommen, die oben drauf liegen auf dem Besen. Und wenn wir uns gleich zurückziehen, weil wir sind ja für die auch erstmal interessant hier als Akteure im Gehege, dann werden die anfangen richtig zu graben in dem Besen, werden da also gucken, dass sie die letzten Reste dann noch rausholen. Aber die wissen ja auch, dass ich noch ein bisschen was in der Schüssel hier habe. Und ja, natürlich nagt hier auch keiner am Hungertuch. Na Jungs? Und was echt klasse ist bei den 3 Jungs hier, wir haben ja also den Veto hier mit seinen 3 Söhnen, die kommen alle ganz nach dem Papa, nach dem Vater. Die sind total zutraulich, wir können super mit denen arbeiten und die sind sehr aufgeschlossen. Die Mutti und ihre Schwester, die sind ein bisschen zurückhaltender, die sind aber in einem anderen Gehege untergebracht. Und was beim Löffelhund allgemein sehr interessant ist, das sieht man natürlich auch so ein bisschen, wie schnell die kauen. Sieht immer so aus, als wenn die sehr gierig wären. Aber Löffelhunde sind ja auf diese Ernährungsweise angepasst, Insekten zu fressen. Also 90% ihrer Ernährung besteht aus Termiten. Und die machen extrem schnell den Mund auf und zu, kauen total schnell und können so hartschalige Insekten also schnell zerkauen. Ist untypisch für einen Hund. Die Hunde fressen ja eigentlich nicht so viele Insekten. Können genau die Ohren ausrichten auf einen Geräuschursprung und wissen dann, okay, da ist noch eine Larve in diesem umgedrehten Besen, graben dann, holen die raus. Und so machen Löffelhunde das auch in der Natur. Wenn die dort durch die Savannenlandschaften laufen, dann hören die den Boden ab mit ihren Ohren, können Geräusche lokalisieren und ausgraben. Und das sind hauptsächlich Termiten, die fressen, aber auch andere Insekten. Und 90% derer Nahrung besteht ungefähr aus Termiten und darüber hinaus dann fressen sie noch andere Insekten und Gliedertiere. Die Beschäftigung, die wir hier gebastelt haben, die ist auch ziemlich einfach. Wir haben hier einfach ein Brett genommen, 2 Besen längs in der Mitte durchgeschnitten und dann nebeneinander hier drauf geschraubt
und ja, fertig war die Beschäftigung. Ist eher ein bisschen weiches Material, dass sie sich dann natürlich auch nicht irgendwie verletzen, wenn die dann rumwühlen. Aber es ist eine sehr einfache und eine sehr effektive Beschäftigung, speziell für Löffelhunde. Kann man aber auch für andere Tiere nehmen, kann man auch zum Beispiel für kleine Affen nehmen, jetzt sowas wie Krallenaffen, die auch gerne Insekten fressen, die dann hier Mehlwürmer rausholen. Auch für die Plumploris wäre das denkbar. Also manchmal muss man ja einfach nur ein bisschen kreativ werden, mit den Handwerkern mal sprechen. Wir haben ja auch eigene Zoohandwerker hier und dann können die sowas auch umsetzen für uns hier im Zoo. Und allgemein ist natürlich Tierbeschäftigung eine ganz wichtige Aufgabe im täglichen Alltag vom Zootierpfleger, weil man muss sich natürlich eins vorstellen oder eins bedenken, wenn man so ein Tier in seiner Obhut hat, hier im Zoo, hat der natürlich ein sehr gutes Leben. Das ist ja so ein bisschen wie im Hotel, da kommt der Tierpfleger, der bringt einen morgens, Mittag, abends, je nach Tierart, Futter vorbei. Man muss sich um nichts kümmern, man hat keine Feinde, vor denen man hier auf der Hut sein muss, wo man also mal weglaufen muss. Man hat auch keine Artgenossen, die ja auch Konkurrenten sind, wo man sein Revier irgendwie verteidigen muss. Man hat also ein relativ entspanntes Leben, man hat sehr viel Freizeit und die kann natürlich auch zu Langeweile umschlagen, sodass man als Tierpfleger sich überlegen muss, wie kann man das also ersetzen, dieses Futtersuchen, diese Anreize, wie auch Feindkontakte, die wir natürlich hier nicht simulieren, aber einfach eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu gestalten, so kann man es sagen. Das ist eine wichtige Aufgabe für die Zootierpfleger und da ist eigentlich der Kreativität überhaupt keine Grenze gesetzt. Und das muss auch nicht immer sowas, ja, in Anführungszeichen kompliziertes sein wie so ein umgedrehter Besen. Wenn man auch mal als Tierpfleger nicht viel Zeit hat, zum Beispiel Streufutter ist auch super effektiv. Jetzt in diesem Fall, man nimmt die Larven, wirft die so ein bisschen über die Anlage, die verstecken sich ja irgendwo, die Löffelhunde flitzen los und suchen die. Ist auch schon eine ganz einfache und aber sehr effektive Art der Beschäftigung. Geht auch mit Vegetariern, sag ich mal. Also man kann auch so einem Stachelschwein klein geschnittenes Futter oder Nüsse oder so über eine Anlage streuen. Bei den Katzen kann man Futter aufhängen, dass die also so ein bisschen, ja, richtig sich anstrengen müssen, irgendwo draufklettern müssen, springen müssen, um Futter irgendwo runterzuholen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.